Hi Leute und willkommen zurück zu Vampyr. Wir waren hier im letzten Part stehen geblieben, diesen, naja, ich weiß nicht, Mörder, der hat da gerade einen erledigt und runtergeschmissen. Zu hypnotisieren und jetzt sollen wir ihn da wegbringen. Folge den roten Spuren, um dein Opfer in die Schatten zu bringen. Okay. Mit A aussaugen. Bis zum bitteren Ende Erfolg freigeschaltet. Didn't have the guts to fart me. Fuck you. Ah, und jetzt haben wir auch Erfahrung zu bekommen. Okay. Irgendwie spinnt mein Antivirus-Programm seit 2 Tagen rum und bei jedem Spiel, was ich neu aufmache oder einmal raus oder rein tappe, springt das Antivirus-Programm an und will irgendwie eine Bestätigung haben. Ich keine Ahnung, was dieses olle Programm hat. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Ich habe vorhin gesehen, man kann jetzt den Vorbestellerbonus auch als DLC kaufen. Ein Mantel, eine Waffe und ein Schwert. Und das Geile ist, man kann die erst, wenn man das Game ungefähr so bei 50% durch hat, kann man die Sachen erst benutzen, weil die so stark sind, dass die in dem Content erst benutzbar sind. Das ist einmal ein Drachen, ein Schwert halt irgendwie mit einem Drachennamen, eine Pistole und dann so ein cooler Mantel. It's locked. Ich hasse das Spiel. Ich hab doch schon mal gesagt, ne? Warum macht man da Türen hin, wenn man da eh nicht reingehen soll? Guck, das Loot. Man kommt nicht rein. Reinporten, Nebel verwandeln. Hallo, du bist ein Vampir. Mach was. So, hier. It's locked, all right. Dann gehen wir halt rein und betreten mal das Krankenhaus dann gleich. Da ist jemand zum Quatschen und hier kommen wir hier ein bisschen weiter weg. Bleiben Sie zu Hause. Okay. Können auch laufen. Aber wenn der Pfoff so wäre, die ganze Zeit wie als wenn man laufen würde, dann wäre das okay, aber die Kamera ist einfach viel zu nah dran die ganze Zeit. Für meinen Geschmack. Come on, I don't have all night. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Ich suche doch nur Leute zum Aussaugen. Unbekannt. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before.
at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Goodbye, Dr. Tippett. Mal gucken, reicht das schon? Das reicht schon, also einmal anquatschen reicht, damit wir sehen, wie viel Blut bzw. EP die Leute geben. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. So. Jetzt sind noch Sie vorne am Eingang. Hurry. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reid. Your office has been prepared. Sehr schön. Thank you, Nurse Crane. Kriegen ein eigenes Büro. Da ist noch jemand. Kann aber auch drinne sein, ne? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, miss. I'm Dr. Reid, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reid, if you must know, I'm a vampire. Wer soll das denn I'll wieder leave glauben? you, mistress of the dark, to your nocturnal activities. Kein Vampir hat Blut. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay. Es sind ganz viele Leute zum Aussaugen noch. What can I do for you, Doctor?
Thank you, Nurse Crane. Okay, die hatte nichts anderes. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I believe we're going to be colleagues. Reid? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Thank you for your time. We'll talk later. I'm quite busy right now, Dr. Reid. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Thank you for your time. We'll talk later. Den merke ich mir, der wird ausgesaugt. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Na? Erschöpfungskrankheit. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Goodbye, Mrs. Goswick. Okay, für ihn müssten wir also sowas herstellen einmal. Reads me like a book. I never could keep anything from her. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Always knew the word calm. As for me, what a bloody Okay. Snacken wir hier noch ein bisschen was. I will not let you down, my boy. It's locked. Why have you done this? Warum ist die... This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit Good of evening, the doubt. sir. Hä?
Was war das gerade? Warum waren da zwei Gestalten mehr drinne? Und warum war die Tür auf einmal plötzlich zu? Okay, so brauche ich nur eine halbe Ewigkeit, bis ich hier durch bin. Na, das ignorieren wir mal. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Goodbye, Dr. Strickland. Okay. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I Chirurg. don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Goodbye for now, Den Namen Mr. kenne ich auch aus irgendeinem anderen Spiel. The pain. It's here again. I cannot enter. Okay. Geh weg, du. Kusch. Wir können ja keinen Leuten helfen, wenn wir nicht looten. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie operieren müssen oder irgendwie sowas. It's locked, all right. Langer Brief. Okay. Dann schauen wir mal, wo unser Büro ist. Finde dein Büro. Das ist jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo es sein soll. Zweiter Stock. Steht mein Name dran? Second floor? Nein. Das ist von dem anderen Doktor. Ist noch abgeschlossen. Okay, hat also einen zweiten Stock noch, aber da kommt man gar nicht rein. Das ist auch. It's locked. Finde der Büro. Hier steht nur der Doc. Muss ich hinten noch weiter durch? Auch hier ist. This must be the place. Ah, It's vielleicht hätte ich da definitely unten away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Warum nicht? Das macht doch bestimmt Spaß. Okay, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt.
Ich mache das Durchlesen selber erst immer nach den Parts. Glasviole. The flower's dying. It needs water. Hier ist unsere Werkbank, wo wir es herstellen können. Hier nochmal auffüllen, Zeug. Okay. Hier irgendwas. Okay, dann Blutprobe. Wir wollen aber das hier. Chinin, Eisen, Tartrand und NaClO Lösung. Eisentartrand wäre da drinne. Diese komische Lösung haben wir dann nicht. Das heißt, das Mittel können wir noch nicht herstellen. Können wir die Probe hier jetzt inspizieren? Ich weiß es nicht. Geht hier, okay. Dann drücken wir da mal drauf. Haben ein paar EP bekommen. Du hast ausreichende Bestandteile, um eine eigene Waffe zu verbessern. Wird mir das irgendwie angezeigt, welche? Naja, egal. Das haben wir. Leichtes Regenerationsserum. Ach, wir haben jetzt aus seiner Blutprobe gelernt, wie wir uns ein Heilserum machen können. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Okay, ab ins Bett mit uns. Okay, 1700 EP. Was machen wir dann jetzt? 50 mehr Gesundheit, Durchhaltevermögen. So. Ein bisschen mehr Leben. So wie ich mich kenne, werde ich das brauchen. Und mehr Ausdauer auf jeden Fall. Nach 3-mal so einem Ausweichen war die Ausdauer ja schon komplett runter. Deshalb gerne noch mal mehr. Ich glaube, Angriffe brauchen wir nicht wirklich. Erhöht Blutkapazität, erhöht die Blutaufnahme. Schnellere Regeneration, deine Das ist, dass man mehr Spritzen mit sich tragen kann. Kugeln, die man tragen kann.
weiß ich bis jetzt noch nicht, aber wir können hier jetzt auch was. Schattenschleicher kosten 10, Abklingzeit 60 pro Sekunde. Ausdauer. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sprung. Du führst einen einen übernatürlichen Sprung in Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Okay. Defense, Gerinnung. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Blutbarriere. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Kosten keine, dauert 5 Sekunden, Abklingzeit 30. Naja, da werden wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Und dann ultimative Skills. Naja, mal schauen. Wir erleben ja Ausdauer. Wichtige Ereignisse im Bezirk, Gesundheitszustand der Leute. Okay, wir haben noch nicht alle. Wichtige Ereignisse im Bezirk, Gesundheitszustand, europäische Grenze. Tot. Fatsch. Also 1, 2, 3, 4 Leute, die jetzt noch fehlen. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Nacht schickt sie an der Tür nach. Passiert jetzt was Besonderes? Aluminiumpulver nochmal. Was? Was ist denn? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? Do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Okay. Uns fehlt es also hier an Mitteln und wir sollen jetzt nochmal schnell helfen. Habe ich gemerkt, dass es an Mitteln fehlt. Hier gibt es ja nichts zu klauen. Einen Schritt schneller gehen können wir auch noch. So, warte. Ich glaube in diese Richtung, ne? Es gibt doch alles.
Hier? Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Okay, wir sollen hier noch schauen. Was gibt's? Ach Gottchen. Kommt her. Interessiert die gar nicht. Okay. Wässrige Kräfte. Okay. Da ist noch eine. Keine Ausdauer mehr. Ich habe 30% mehr Ausdauer als vorher und das geht immer noch. Wollt mich doch verarschen. Na? Okay, zum Glück sind wir ein Vampir und heilen uns von alleine hoch. Ich weiß halt auch nicht, ob ich irgendwas droppen kann, wenn wir was kaputt machen. Auf jeden Fall so zu diesem Gebäude hier. It's locked. Laufen können wir ewig, aber zuschlagen irgendwie. Ach, die Tür können wir aufmachen. Okay. Warum kriegen wir jetzt einen Loading-Screen, wenn wir in eine Tür wollen? Das sieht jetzt irgendwas. Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen für den Part. Alte Leichenhalle. So. Ich hab's gewusst. Irgendwas macht die. Okay. Toll. Okay. Egal was da ist. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Ciao, Leute.